So, meine lieben Freunde der leichten EDV, zurück zum Thema Paperless. Wir sind da noch nicht fertig und es kommen noch weitere Videos. Also 2 Stück, würde ich mal sagen, werde ich euch noch da liefern. In diesem Video von Paperless geht es um die App Mobil mit Handy und Tablet. Ich werde das jetzt hier nicht runterbeten wie in den letzten 2 Artikeln, was die EU angeht mit den Insektenfood und das thailändische Lernen für Anfänger, sondern ich werde das mit euch mal einfach wieder praktisch mäßig durchgehen. Ich habe euch das hier im Blogartikel alles noch einmal zusammengeschrieben. Da könnt ihr das alles ganz genau nachlesen. Den verlinke ich unten wie immer in der Videobeschreibung, ist klar. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr das jederzeit natürlich in die Kommentare reinklatschen oder auf der Homepage in die Kommentare, ist freigestellt. Ich gehe ja nochmal auf die Voraussetzungen auch ein, was du brauchst, wenn du Paperless unterwegs ausnutzen möchtest. Dann schau dir bitte nochmal hier dieses Internetfreigabe-Kompendium an. Du brauchst auf alle Fälle halt eine Verbindung zu deinem Paperless-System, deine Firma oder zu Hause. Du kannst das zu Hause über dein Heimnetzwerk erledigen, da brauchst du nichts weiter beachten. Du kannst einfach mit deiner App dich verbinden zu deinem Server und dann läuft die Geschichte. Unterwegs musst du das Internet nutzen, da beißt die Maus keinen Faden ab und da wirst du auch nicht dran vorbeikommen. Aber das erkläre ich alles im übrigen Beitrag und ich rate zu einer VPN-Lösung, am einfachsten umzusetzen ist. Viele Firmen verfügen mittlerweile auch über ein eigenes VPN, das du nutzen kannst. Diesbezüglich dann gegebenenfalls, falls du nicht selber der Administrator deiner eigenen Netzwerke bist und in einer normalen Firma arbeitest, dann sprech da einfach mit dem Administrator. Dann habe ich hier noch mal ein ganz interessantes Thema eingebaut, wo ich mal zu sprechen kommen möchte. Open Source Unterstützung. Natürlich sind jetzt hier die Apps, die ich hier wieder vorstelle, weil ich bin ja auch ein Schotte. Ich spare mir auch gerne die Lizenzgebühren und verwende ausschließlich Open Source. Deshalb habe ich eigentlich auch immer bei mir in den Videos immer nur Open Source im Einsatz und gehe auf diese ein. Ja, Open Source Software ist kostenlos, aber sie kann und sollte vom Nutzer unterstützt werden. Das solltet ihr einfach nie vergessen. Wenn Entwickler jahrelang für null arbeiten, werden die Apps irgendwann einstellen, weil sie einfach auch keinen Bock mehr haben. Hier erwartet niemand Beiträge wie bei einer teuren Lizenzsoftware, aber 1, 2, 3, 4, 5 Euro in Form einer kleinen Spende sind eine faire Sache. Ja, es sind natürlich nach oben keine Grenzen gesetzt. Wenn es jetzt wirklich viel wert ist und dir das wichtig ist, kannst du natürlich auch da ein bisschen mehr geben. Aber für den Privatanwender, sage ich, der jetzt nur sein eigenes Zeug macht, ist hier ein Betrag von 5 Euro wirklich eine angemessene Entschädigung und dafür könnt ihr das Programm ja auch sonst weiter kostenlos nutzen. Du musst das ja auch nicht jeden Monat zahlen. Es ist eine einmalige Spende. Wenn es dir danach ist. Ich möchte das einfach an diesem Thema jetzt nochmal anheften, dass ihr einfach hier Open Software nicht als einfach selbstverständlich hinnimmt. Es steckt Arbeit dahinter, es stecken Entwickler dahinter, es stecken Menschen dahinter und stehen ihre Bedürfnisse dahinter. Also bezieht das mal bitte ein. Das gilt übrigens auch für Blogger wie mich, die in der Regel ihre private Freizeit opfern, um Lösungen zu präsentieren. Und das oft nicht einmal für einen Like bei YouTube oder Facebook. Das ist hier unter, ganz wichtig mal gesagt, hier auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine europäische Krankheit. Wenn ich mir meinen zweiten YouTube-Channel anschaue, der ausschließlich in Englisch ist, da habe ich das nicht. Auch die Qualität der Kommentare ist um einiges besser. Da hat man nämlich auch teilweise echt haarige Kommentare dazwischen mit Beleidigungen. Setzt euch mal hin und macht selber hier so ein Video. Recherchiert das, bereitet das auf, schreibt einen Blogbeitrag dazu und dann reden wir mal weiter. Da habe ich mir zu der Sache mal ausgelassen. Denkt dran, Open Software ist for free, eine Unterstützung ist fein und fair. Gut. Ja, es gibt hier einen groben Unterschied, was die Apps angeht. iOS, Swiss Paperless ist eigentlich momentan so die Anwendung, die im iOS-System verwendet wird, das heißt also Apple. Und bei Android ist es Paperless Mobile nicht mehr aktiv vom Entwickler unterstützt. Diese App gibt es übrigens auch für iOS. Da wird sie allerdings auch nicht mehr unterstützt. Da haben wir schon wieder das Open-Source-Problem, hat sich wohl nicht rentiert. Durch die Einstellung gibt es ja Kompatibilitätsprobleme, wodurch Paperless Server mit nicht mehr richtig arbeitet. Also das könnt ihr dann eigentlich auch vergessen. Und dann muss ich einfach dazu sagen, es gibt für Android leider keine gute Lösung im Moment. Wie gesagt, es gibt noch eine andere App, die heißt auch Paperless, die hat aber mit Bautechnik und so weiter zu tun und ist ein Zeiterfassung und Projektmanager-System. Die gibt wohl für Android, hat aber nichts mit Paperless hier in diesem Sinne zu tun. Dann die Swiss-Anwendung für Apple iOS, die läuft super. Wie gesagt, alles hier nochmal richtig schön zusammengeschrieben. Dann gibt es für Apple noch eine Alternative. Das ist der Paper Pirate, also der
Papagei. Ja, gut, kann man sich auf jeden Fall gut merken, ist mir etwas ausgefallen. Grundlegendes zur App, ist eigentlich auch eine sehr gute App und sie hat auch einen ganz großen Vorteil. Also wie gesagt, ich habe das alles hier ganz genau für euch detailliert zusammengeschrieben. Findet ihr im Blogbeitrag, hier ist es. iCloud-Sicherung, Offline-Modus. Die App bietet einzigartige Funktionen, Dokumente vom Server runterzuladen, um sie offline verfügbar zu machen. Das heißt, ihr könnt euch da im Zweifelsfall eine VPN-Verbindung oder eine Internetfreigabe zu eurem Paperless-Server schenken, wenn ihr diese App benutzt. Allerdings Preisgestaltung für diese App. Diese App ist kostenlos zum Ausprobieren verfügbar. In-App-Käufe oder Abonnements für die Vollversion, die alle Funktionen freischaltet. Also da musst du dann auch bezahlen. Das ist ja wieder schon ein Bezahlabo. Merkt ihr das einfach mit der Sache, die ich dir über Open Source vorhin oben erklärt habe und bedenkt das einfach mal und wir schauen uns das Ganze mal in der Praxis an. Das machen wir auf dem iPad. Auf Android gibt es nichts zu zeigen. Auf dem Handy ist es immer etwas klein. Ich finde da das iPad einfach angenehmer. Es ist dieselbe App und es sind dieselben Möglichkeiten. Gut, handeln wir als erstes einfach mal die Geschichte Android. Android-Handy, Android-Tablet. Wie gesagt, es gibt momentan keine App, die gepflegt und gewartet wird, die man verwenden kann. Das hält uns aber nicht davon ab, Paperless trotzdem auf einem Android-Gerät zu benutzen. Dazu gibst du hier oben einfach die IP-Adresse oder deine Domain ein, die du im Internet hast, je nachdem, wie du dich halt zu deinem Server verbindest. Und dann kommst du natürlich hier auf diese Paperless-Hauptseite. Um genau zu sein, auf diese. Da musst du dich ja natürlich erst einmal anmelden, ist klar. So, das kann ich jetzt hier mal ganz gemütlich machen. So, und so kann ich mein Paperless natürlich jetzt auch unterwegs benutzen. Das heißt, ich bin ja auch nicht eingeschränkt, ich verwende einfach das Webinterface, was mir Paperless ja zur Verfügung stellt und kann hier eigentlich alles machen. Ich kann hier meinen Posteingang bearbeiten, ich kann meine Dokumente aufrufen, ich kann hier Sachen verändern, starten, ich kann noch Krypto suchen, ich kann hier alles machen, ich kann hier noch Tax suchen. Ich habe keine Einschränkungen. Also wer mit einer App nicht klarkommt, das betrifft jetzt auch dann in dem Fall natürlich die Apple-Jünger. Wenn ich keine App habe oder mit einer App nicht klarkomme, dann verwende ich einfach das Webinterface. So komme ich auch mit jeder Linux-Maschine oder jedem anderen PC jederzeit auf mein Paperless. Das war es eigentlich schon für diesen Teil, weil alles andere haben wir ja schon gehandelt, wie das geht. Also das ist jetzt einfach mal die Lösung, die es einfach gibt, wenn man keine App hat, wie jetzt unter Android zurzeit. Ich denke, dass es nicht allzu lange dauert, bis wieder eine neue Community-App daherkommt, die man versucht aus dem Boden zu stampfen. Und da werden wir dann sehen, wie lange die sich hält. In der Regel ja doch immer ein paar Jahre. Ja, wir gehen dann jetzt mal rüber in die App-Anwendungen. So, wir sind auf dem iPad aufgeschaltet und dann kann ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Das hier unten ist die alte Paperless-App. Das ist diese hier. Die funktioniert auch nicht mehr. Die gab es auch für Android. Darum ist es eben recht schade, dass es die nicht mehr gibt. Er zeigt mir sogar Posteingang noch an. Da ist noch was drin. Wenn ich jetzt auf Dokumente gehe, da hört es aber schon auf. Ja, das ist diese App könnt ihr also quasi vergessen, aber ich habe sie mal noch drin gelassen, damit ich es euch noch zeigen kann. Aber dann kann ich die jetzt auch endlich löschen. So, was wir brauchen ist diese App, die wir jetzt verwenden. Das ist die ganz normale Paperless-App, die man jetzt auch im Apple Store ganz normal runterladen kann. Und hier habe ich viele Vorzüge. Ich kann jetzt hier zum Beispiel meinen aktiven Server wechseln. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier ich bin mein Hauptsystem. Oder ich kann sagen, ich bin hier auf meinem Schulungssystem. Ich kann hier auch mehrere Paperless-Instanzen verwenden. Das ist also schon mal ganz quant. Dann habe ich hier eigentlich auch gar nicht so viele Möglichkeiten hier in der Übersicht. Ich kann jetzt hier Plus ein Dokument hinzufügen, Dokument scannen, Dokument importieren, Fotos importieren. Hier wird mir also quasi alles angeboten, was ich brauche. Ne? Hier habe ich auch meine letzten Teile nochmal drin, die ich zuletzt bearbeitet habe. Dann kann ich hier oben umschalten in Posteingang. Macht er auch sofort, wie ihr seht. Also das ist die App, die funktioniert wirklich soweit hervorragend. Jetzt gehen wir da rein in den App. AliExpress, jawohl. Ich bekomme also unten auch mal angezeigt, dieses 2507-22 unten links ist jetzt zum Beispiel mein typisches Ablagesystem. Ich speichere alle Dateien immer im Dateinamen mit dem Rückwärtsdatum, um das IT-technisch immer sortiert zu bekommen. Da habe ich immer Jahr, Monat, Tag immer sortiert. Das Ganze ist AliExpress Newsletter.
Den haben wir bekommen von Facebook. Ja, super. Toll eingeordnet, alles klar. Infos Newsletter würde stimmen. Dann 22.07. Das Datum wird ja auch stimmen und privat. Okay, und das Ganze ist auch noch mit dem Posteingangstag versehen. Das heißt, das Ding liegt auch noch im Posteingang. Dann kann ich das hier auch teilen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, oh, ich möchte das Dokument jetzt teilen und dann kann ich hier zum Beispiel auch auswählen direkt PR-Drop an jemanden schicken, per E-Mail, per Messenger, per Telegram. Da kann ich alles auswählen, was mein iPad zur Verfügung hat. Die ganzen Empfänger da oben, ne? Ich kann es Dateien speichern. Also da kann ich alles mitmachen. Ne, dann habe ich natürlich hier oben wieder meine altbekannte Suche. Suchen wir mal zu Krypto. Haben wir genau einen Beitrag. Habe ich sofort gefunden. Ja, das ist eigentlich das, was es zu Apps so zu sagen gibt. Also hier, so könnt ihr das auch unterwegs benutzen. Also wie gesagt, ich empfehle euch da ein VPN zu verwenden. Wenn du im Heimnetzwerk bist, brauchst du es nicht. Und wenn du in einer anderen Firma arbeitest, wo du nicht selber der Administrator bist, dann sprich einfach mit dem Admin. Die meisten Firmen haben mittlerweile eigene VPN-Systeme am Laufen und da ist bestimmt die Möglichkeit gegeben, sich mit dem Admin zu einigen, denn das ist ja auch wirklich auch für den Betrieb, wenn er es noch nicht so nutzt, natürlich auch von großem Vorteil. Das ist alles, was es zum Thema Apps jetzt eigentlich zu sagen gibt. Gehen wir wieder mal auf alle Dokumente. Dann kann ich hier noch auf Einstellungen gehen. Ja, dann kann ich hier meine Serveridentitäten verarbeiten, die ich habe. Ich kann hier meinen Standardbenutzer eingeben, die aktive Identität. Zusätzlich Headers noch einbinden. Ich kann mich ausloggen, Präferenzen setzen. Ich kann hier die Text bearbeiten. Die Dokumententypen kann ich bearbeiten. Ne? Das ist alles wunderbar möglich. Ich kann die Logs auch noch anschauen, exportieren, ich kann debuggen, also das ist natürlich alles Sachen, die man jetzt natürlich nicht braucht. Aber wie gesagt, hier in der App kann man eigentlich so ziemlich auch alles machen. Jetzt fügen wir nochmal ein Dokument hinzu, ich sage jetzt mal ein Foto. Nehmen wir mal unser Paperless-Bild hier von heute, dieser Artikel. So, und dann kann ich hier jetzt auch, wenn ich den hinzufüge, sagen, ich brauche eine ASIN-Nummer, also eine Seriennummer für das Dokument, das Datum, wann es erstellt worden ist, der Korrespondent ist nicht zugewiesen. Das habe ich jetzt gemacht, also ist es niemandem zugeordnet, also war ich das, dann verwende ich hier einfach mich. Das ist ein alter Trick, das habe ich in dem vorgehenden Video schon mal beschrieben. Dokumententyp, ja, da habe ich jetzt nichts Brauchbares, also plus, mache ich jetzt einfach mal Fotos. Ich weiß, ich bin heute sehr fantasievoll. Infos im Newsletter, Belege ist nicht richtig, Fotos bleibt. So, der Standardspeicherort ist natürlich jetzt Finanzen, Gesundheit oder Privat. Da sage ich, ich hätte das gerne unter Privat gespeichert. Also ich kann hier alles komplett einstellen und auch, ich kann meine Apps bearbeiten, ich kann meine Dokumente bearbeiten, ich kann Dokumente ändern. Ne? Und das ist jetzt Paperless, das ist Posteingang, ist es nicht mehr drin. Steuerbelege, Nachlässe, nein, Infos, ja, Infos. Und 2025 haben wir es erstellt. Und dann speichere ich das direkt ab. Genauso kann ich auch Belege abfotografieren. So, dann fügen wir jetzt mal ein Foto hinzu. Ich sage jetzt mal scannen. Und ich halte es jetzt mal absichtlich ein bisschen schräg. Sehr schräg, ne? Und zack, gesehen. Wir haben es gerade. Er rutscht mir das Bild automatisch gerade und schneidet es automatisch auch zu. Dann kann ich jetzt hier wieder meine üblichen Sachen machen. Ich kann die Dateiennamen hier oben noch ändern. SIM-Karte, eine AES, also eine Dokumentenseriennummer brauche ich nicht. Das ist heute erstellt worden. Ich könnte den ursprünglichen Dateinamen hier ersetzen. Der Korrespondent bin natürlich in dem Fall wieder ich, da ich keinen Gegner habe, mit dem ich das Dokument teile und austausche. Standardspeicherpfad mache ich wieder privat. Dokumententyp ist nicht zugewiesen, da machen wir Foto draus. Und Text können wir noch zuweisen, das machen wir Infos. Und dann haben wir das von 2015. Dann habe ich das alles drin und speichere das ab. So, und schon habe ich ein Foto importiert und bearbeitet. Ja, lacht nicht. Es ist fertig. Es ist komplett eingepflegt. Hier ist das, was wir vorhin eingepflegt haben, das Foto, was wir eingelesen haben. Das war unsere erste Aktion, die wir gemacht haben, das Foto zu diesem Beitrag. Das haben wir abgelegt gehabt. Und da müssen wir jetzt noch kurz warten, bis der Server das verarbeitet hat. SIM-Karte läuft noch, jetzt ist es durch. Und hier ist unsere SIM-Karte und so schaut unser Foto jetzt, unser abfotografiertes Foto aus. Ja, da hat man jetzt natürlich wieder weniger eine Zoom-Funktion. Aber ihr seht, es ist komplett zugeschnitten und als eine DIN A4-Seite angepasst. Ränder abgeschnitten, alles top.
Also kannst du nicht meckern. So, einen kleinen Haken haben wir jetzt noch. Wir haben hier unser Foto natürlich noch im Posteingang drin stehen. Dann machen wir hier bearbeiten und schmeißen unseren Posteingang raus. Und speichern das ab. Dann wäre das jetzt perfekt. Gut, es soll es auch für das kleine Video jetzt mit den Apps gewesen sein. Wie gesagt, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Sollte dir das Video weitergeholfen haben und gefallen haben, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit, wie schon am Anfang des Videos mal erklärt, mit der Open Source Software. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Solltest du beim Umsetzen oder Nachvollziehen des Videos oder andere weitige Computerprobleme oder Softwareprobleme haben, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, Auftrag gegen Rechnung, ohne Abo, ohne Vertragsbindung, ohne Haken, Ecken und Ösen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.